Ja Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video. Heute die Spieltagsvorschau vor dem Spiel gegen Dynamo Dresden. Das El-Clasico, es steht endlich an. Freut mich so sehr, dass es endlich wieder soweit ist. Und vor allem wird das ein richtig geiles Spiel und vor allem interessantes Spiel gegen Dresden werden. Eure Tipps sehe ich so wie immer gerne in die Kommentare. Somit blicken wir aber dann zuerst so wie immer auf unseren Gast in diesem Video. Wir sind Gast bei Dresden. Das in der Rückrunde kommen sie zu uns. Ja, was muss man über Dresden wissen? Grundsätzlich eigentlich nur das System. Trainer Stamm wird da die Jungs definitiv sicherlich gut einstellen. Mit Markus Fiedler haben wir einen, der auch ganz genau weiß, was dieses Klassiko bedeutet. Dementsprechend ist aktuell Dynamo Dresden 10. Platz mit 0 Punkten. Aktuell noch nicht aussagend. Eine Niederlage mussten sie einstecken. Schlüsselspieler dabei habe ich gesehen. Daferner, Kammerknecht und Sapina. Für mich die interessanten Spieler da. Spielsystem ist das 4-3-3 offensiv. Das ist wie es auch schon da steht, ein offensives System. Auch das wird interessant bei der Startelf werden. Zickler ist aktuell noch verletzt, sonst keiner. Und damit auch interessant, daher, dass sie so offensiv spielen, dass es natürlich auf die Qualität ankommt des offensiven Spielstils. Da standen sie zuletzt schon gegen Fürth sehr, sehr schlecht. Im Tor wird sein Schreiber. Ich habe die Startelf genauso gelassen, weil ich jetzt keinen Grund sehe, da irgendjemand auszuwechseln. Höchstens Böder könnte reinkommen, meiner Meinung nach. Rossipal, Bühning, Kammerknecht und Faber werden sicherlich starten. Vielleicht, wie gesagt, für Bühning oder Kammerknecht. Ich denke mal eher Bühning, Böder. Aber mal schauen, was da passiert. Fröhling, Sapina und Cäsar im Mittelfeld. Und Ömmichen, einer der interessanten Spieler persönlich für mich. Den hätte ich mir auch gerne beim FCM gewünscht. Lemmer und Daferner in der Startelf. Daferner hat ja schon richtig ordentlichen Auftritt gemacht mit seiner Größe. Könnte da auch sehr, sehr interessant wieder werden. Mal schauen, was er denn da spielen wird. Und damit kommen wir auf unseren Club zu sprechen. Ja, es ist ein bisschen was passiert, was Kader angeht. Pesch und Grieb sind dazugekommen, wie ich bereits gesagt hatte, vor ein paar Tagen. Und damit ist dann auch der Kader nun auf dem Flügel meiner Meinung nach vollständig. Mal schauen, was da noch weiteres dazukommt. Aber sicherlich haben wir damit erstmal einen guten Kader in der Breite her. Und da könnte vielleicht nur noch ein Innenverteidiger finden und dann wäre der Kader schon perfekt. Ja, aber um da nicht lange drum herum zu reden. Die Braunschweig-Niederlage war natürlich sehr, sehr schrecklich. Die tat weh. Aber im Endeffekt muss man daraus lernen. Man hat 0 Punkte aus einem Spiel, auch das normal. Schlüsselspieler sind Bocker und Ulrich artig gewesen, meiner Meinung nach im letzten Spiel. Die fand ich sehr, sehr gut. Auch Nolle kann man da erwähnen. Spielsystem ist das 3-4-2-1. Verletzte, gesperrte Spieler sind bei mir Heber und Lurik. Beziehungsweise vielleicht verletzt. Man weiß noch nicht hundertprozentig, ob sie mitfahren können. Persönlich bin ich ja immer eher der Typ, dann lasst sie noch einen Spieltag zu Hause, wenn man es nicht ganz genau weiß. Sicher ist sicher, wie gesagt, die Jungs brauchen wir auch. Lurik auch ein unglaublich interessanter Spieler. Die Startelf wird sehr, sehr schwierig, werden die zu nominieren, meiner Meinung nach, weil wir da wirklich ordentliche Jungs haben. Mögliche Startelf sehe ich hier aber Reimann im Tor, so wie immer. Hugonet, Mathisen und Hoti wird leider spielen. Ja, ich weiß nicht, ob man Hoti spielen lassen sollte, aber er selbst hat gesagt, dass er sehr überzeugt von Hoti ist. Deswegen denke ich persönlich mal, dass Hoti spielen wird. Und damit wird es dann sehr interessant. Pesch wird meiner Meinung nach links außen für Lubambo starten, der auch ein starkes Spiel gemacht hat. Bloß die Flanken waren nicht effizient genug. Gnaka, Ulrich werden im Mittelfeld spielen. Auch das gefällt mir richtig gut. Bocker und rechts außen, der hat mir richtig gut gefallen. Artig, so wie immer, auf seiner ZOM bzw. LR-Position. Auch da war er richtig gut. Nolle hat ein gutes Spiel gemacht, wird auch dementsprechend spielen. Und Kars im Sturm. Das wäre meine Startelf. Wie gesagt, ich kann mir noch nicht vorstellen, dass ein Grieb reinrückt. Ich glaube, das ist zu wenig Mannschaftszeit, die er hatte, mit 2 Trainingseinheiten. Das wird noch nicht passieren. Pesch vielleicht. Wie gesagt, wenn Pesch nicht spielt, würde ich mit Musunda ganz normal starten und die Starte vom letzten Mal genauso kopieren. Auch wenn ich gerne Müller in der Verteidigung sehen würde für Hoti, aber ich denke mal, es wird leider Hoti werden. Schlüsselduelle haben wir hier. Mathisen, Hugonet gegen Daferner. Mal schauen, wie Daferner so durchkommen wird bei unseren 2 Jungs. Ulrich gegen Sapina wird auch interessant. Das wird das Mittelfeldduell werden. Ich persönlich sehe da klare Vorteile bei Ulrich von der Qualität her.
Kars gegen Kammerknecht und Bühning, auch das wird interessant. Die Innenverteidigung bei Fürth gegen Fürth war letztes Mal richtig, richtig schlecht, meiner Meinung nach. Dementsprechend kann man da vielleicht vor allem mit unserem Spielsystem da den einen oder anderen Spieler mitnehmen, vor allem weil Dresden versuchen wird mitzuspielen über viele Flanken. Mein Tipp dementsprechend ist das 1-3. Ich glaube, das El Clasico wird mit nach Magdeburg verschoben, die 3 Punkte. Ich würde mich dementsprechend sehr freuen. Mal schauen, was passiert. Wie gesagt, wird ein richtiges, spannendes Spiel werden. Vor allem, was die Stimmung angeht. Ich freue mich da sehr drauf. Auch sehr froh darüber, nach Dresden fahren zu dürfen. Und damit würde ich sagen, war es das schon fast mit diesem Video. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Euren Tipp, eure Meinung zu dem Spiel gerne in die Kommentare. Wie gesagt, Dresden ist noch am Anfang der Saison. Die kennen die zweite Liga noch nicht so gut wie wir. Wir haben den klaren Vorteil, wir müssen das Spiel gewinnen. Ganz klar, der Druck muss da sein, vor allem im El Clasico. Und dementsprechend war es das heute. Und wir sehen uns morgen wieder und damit auf Wiedersehen und scheiß Dynamo.